Kamera läuft jetzt zum 3. Mal schon. Mit Ton? Mit Ton. Das ist ein Blumenkohl-Curry. 1-1 die erste. Heute wird es ein bisschen indisch und zwar mit unserem kleinen, wunderschönen Blumenkohl. Der sieht einfach fantastisch aus und ich finde, man benutzt ihn viel zu selten. Also ich benutze ihn viel zu selten. Das ist so schade, weil der schmeckt einfach so geil. Den kann man wahnsinnig gut anrösten und auch in so einem Curry dann wahnsinnig gut verarbeiten. Und wir kredenzen zu unserem Curry ein bisschen Reis. Man könnte natürlich auch Nahenbrot dazu machen, ganz klassisch indisch. Wenn ihr wollt, dass ich euch mal zeige, wie man Nahenbrot macht, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe auch das Rezept schon mal auf Instagram gekocht, also ein Bild hochgeladen und das Rezept drunter geklatscht. Und jetzt kochen wir es mal richtig und ihr seht, wie es geht. Los geht's! Wir starten jetzt mit unserem Reis und ich habe hier Basmati-Reis. Den müssen wir, bevor wir den kochen, abspülen. Warum? Weil der nämlich den Rest Stärke verlieren soll. Da geht es einfach darum, dass man am Schluss dann einen wahnsinnig fluffigen und lockeren Reis hat und nicht so eine Reispampe. Deswegen spült man den ab. Ich gebe ihn jetzt durch ein Sieb, bis die Brühe, die unten rauskommt, nicht mehr milchig ist, sondern eben schön weiß. Schön durchsichtig ist, nicht weiß. Unseren Reis geben wir jetzt einmal in einen Topf. Und beim Reis, in der Regel üblich, 1 Tasse Reis, 2 Tassen Wasser. Da hätte ich doch mal den Topf mit zum Waschbecken genommen. Nein, ich mache das jetzt nochmal. Oh Gott, die ist noch voller. Da. Ohne Unfall. Ja. Unser Reis, der kann jetzt auch einfach so vor sich hin kochen, aber das darf er auch. Aber wir tun noch Gewürze mit rein, damit der auch ein bisschen Geschmack bekommt. Also in erster Linie macht man auf jeden Fall immer Salz mit rein und dann kann man sich ein bisschen spielen. Ich mache jetzt ein Lorbeerblatt mit rein und eine Nelke. Darf nach dem Kochen wieder rausfischen. Man könnte natürlich auch Gewürze wie Currypulver, Kurkuma, Paprikapulver und Sternanis kann man zum Beispiel auch mit reingeben. Einmal unser Salz, unser Lorbeerblatt und unsere Nelke. Wir starten jetzt mit unserem Blumenkohl-Curry und in unser Curry kommen wahnsinnig viele Zutaten rein. Wir haben hier Ingwer, Schalotten, Knoblauch, Chili, Tomatenmark, Currypulver, Kurkuma und Garam Masala. Wir machen das Ganze heute vegan und zwar mit Kokosmilch und Tomaten. Und da kommt noch ein bisschen Spinat, noch was Besonderes hier mit rein. Weiß jeder, was es ist? Die 1-Million-Dollar-Frage. Weißt du es noch nicht? Das ist Spinat. Das ist Spinat. Das da. Das ist aber ein heftiger Spinat geworden. Mutant. Ich habe keine Ahnung, was ist es denn? Ein Kohlrabi-Blatt. Oh. Wir lernen hier alle was dazu, oder? Du lernst, dass ich nichts weiß. Du weißt schon viel. Wir kümmern uns jetzt um unseren schönen Blumenkohl. Und der hat ja ganz viele Blätter außenrum, die müssen wir jetzt erstmal abtrennen bzw. abschneiden. Und dann schneiden wir den Blumenkohl in kleine, feine Röschen. Klein und fein deswegen, weil wir den dann anbraten. Und der soll ja von jeder Seite schön knusprig werden. Den Strunk, den kann man natürlich mitessen, der ist genießbar. Und eigentlich ist es ja schade, wenn man die ganzen Blätter wegschmeißen würde. Und wir haben gerade recherchiert, weil ich es auch noch nicht wusste. Diese ganzen Blätter kann man auch als Beilage einfach dazu essen oder du verkochst sie mit dem Essen und wir geben die einfach mit so ein bisschen als Topping oder neben den Teller einfach dazu, dann kann man das so ein bisschen snacken. Unser Reis ist jetzt aufgekocht, nie aus den Augen verlieren, sonst brennt das alles an. Und wir schalten jetzt runter und lassen die noch so vor sich hin köcheln. Dann geben wir schon mal einen ersten Schluck Rapsöl in unsere Pfanne und braten unseren Blumenkohl an. Also der bratet jetzt vor sich hin. Wir lassen ihn so 5 Minuten ungefähr anbraten. Dann schauen wir mal drunter, was so passiert ist. Er soll ja nicht schwarz werden, aber er soll richtig schön aromatisch werden. Jetzt müssen wir unsere Zwiebeln schälen. Ich sage deswegen schälen, weil, falls ihr unser Pizza-Video noch nicht gesehen habt, aber als erstes schneiden wir jetzt unsere Zwiebel und unseren Knoblauch. Schälen. Als erstes schneiden... Schälen! Oh. Da, ja, habe ich es nicht so ganz auf die Reihe gebracht. Das könnt ihr jetzt oben klicken. Also man hat jetzt vielleicht das Gefühl, man möchte noch mehr Öl dazu geben, aber es ist gar nicht notwendig, weil es geht jetzt nur um die Röstaromen. Und die kommen dann jetzt nämlich aus der Pfanne raus, unsere Blumenkohlröschen. Und dann geht's los mit unserem Curry. Und darin werden die ja nochmal geschmort. Und dann dürfen die so richtig schön durchziehen. Wenn unser Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat, dann kommt einfach der Deckel drauf.
Wir stellen das Ganze zur Seite und er darf einfach fertig ziehen. Wieso? Wieso immer kleinere Schale und... ah! Jetzt schneiden wir noch die ganzen Zutaten, die wir gleich in der gleichen Pfanne nochmal anbraten. Und das muss ich jetzt noch schnell machen. Ich bin immer ein bisschen am struggeln, ob ich das da hinten immer wegschneide. Und wenn man jetzt nachliest, das ist das Gesündeste deiner ganzen Knoblauchzehen, du hast es immer dein Leben lang weggeschnitten. Also wir haben nachgelesen, dann hat er nachgelesen und dieses Ende soll man nicht mitessen. Gut, wissen wir das? Oh. Lebensmittel lernen mit Simmi. Da, da, da. Die Chili, die ist getrocknet. Die kann man dann in kleine Ringe schneiden. Bei getrockneten ist es meistens so, die fliegen in alle Richtungen, aber oh, es geht. Oh doch, da ist es geflogen. Okay, wir geben unseren restlichen Schluck Rapsöl mit in die Pfanne und braten da jetzt unsere Zwiebel, Chili, Knoblauch und Ingwer an. Ich glaube, das müsste eigentlich schon heiß sein. Nein. Oh, falsche Seite vom Messer verwendet. Unseren Ingwer, den müssen wir nicht mal schälen, den reiben wir einfach rein. Und wenn ein bisschen Schale mit reingeht, das ist eine Bio-Ingwer-Zehe. Bio-Ingwer-Zehe? Bio-Ingwer. Und die reiben wir einfach nur mit rein. Unsere Zwiebeln dünsten jetzt an, bis sie schön glasig sind. Da müssen wir einfach ein bisschen warten. Hitze habe ich runtergestellt, nicht, dass sie verbrennen. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir unsere ganzen Gewürze mit dazugeben. Also zum einen haben wir jetzt unser Tomatenmark. Und dann habe ich hier Currypulver, dann habe ich hier Kurkuma und hier ist das Garam Masala. Das ist einfach dieses ganz klassische indische Gewürz, das aus ungefähr so 10 Zutaten besteht. Also man könnte es sich auch selber machen. Geröstete Koriandersamen, Kreuzkümmelsamen, schwarzer Pfeffer, dann ist da Knoblauchpulver mit drin, Zimt, Piment, Chili, Nelke und Lorbeerblatt. Das war's, glaube ich. Die Zwiebeln, die verbinden sich jetzt mit dem Tomatenmark und den Gewürzen und das röstet jetzt schön an und dann gibt es so ein richtig geiles Aroma, Röstaromen sollen entstehen. Also ruhig ein bisschen in der Pfanne lassen, nicht sofort ablöschen mit den anderen Zutaten. Hoppla. Gesundheit. Also man riecht es auch, da bilden sich Röstaromen, das riecht schon richtig toll. Und jetzt kommen bei mir ein paar gehackte Tomaten und ein bisschen passierte Tomaten. Ich habe die gemischt. Man kann aber nur gehackte oder nur passierte auch verwenden. Nicht wundern, jetzt macht es gleich psch. Und unsere Kokosmilch kommt auch gleich dazu. Und wir haben jetzt in unserer Schüssel ein bisschen Reste drin, ein bisschen Wasser ausspülen, dazugeben, dann hat man nichts verschwendet und das verträgt auch ein bisschen Wasser, das Essen. Boah, das riecht so unendlich gut. Ich komme nicht drauf klar. Das Ganze darf jetzt aufkochen und dann kommt unser Rosenkohl. Rosenkohl, Blumenkohl dazu. Boah, heute Kohl, ey. Unser Curry kocht schon mal. Und natürlich darf jetzt nicht Salz und Pfeffer fehlen. Und wir tun natürlich noch ein bisschen Zucker rein, weil das harmoniert immer wahnsinnig schön mit der Tomate, nimmt die Säure. Und zu allem Herzhaften tue ich immer ein bisschen Zucker rein, zu allem Süßen kommt ein bisschen Salz. Also hinein. Und ein bisschen Muskatnuss kommt auch mit rein. Dem aufmerksamen Zuschauer wird es auffallen, dass ich eine neue Mühle habe. Dank meinem Papa. Jetzt kommen unsere Blumenkohlröschen mit dazu. Wir geben noch etwas Zitronensaft dazu, damit das Ganze auch eine schöne Säure bekommt. Keine Kerne! Und rein. Brett umdrehen. Habe ich abgewaschen. Jetzt los hier. Es handelt sich hier um Kohlrabi-Blätter. Und das ist eigentlich genau das gleiche Spiel wie mit dem Blumenkohl. Und zwar haben die Blätter mehr Vitamine als die Knolle an sich. Und unbedingt alles mitessen. Und es schmeckt auch komplett alles nach Kohlrabi. Und ja, schneiden und genießen. Die geben wir dann zusammen mit unserem Spinat dazu. Kurz vor Ende, weil der fällt ja eh zusammen wie ein Kartenhaus. Mal wieder putzen. Ich putze so gern. Nicht. Unser Blumenkohl ist jetzt fast ganz durchgezogen. Und kurz vor knapp geben wir jetzt unseren Spinat und unser
Kohlrabi. Blatt hinein. Und damit das Ganze noch schneller zusammenfällt, machen wir einen Deckel drauf. Unser Lorbeerblatt und unsere Nelke tun wir natürlich raus. Boah, also wenn das nicht schön aussieht, weiß ich auch nicht. Geil. Anrichten. So, ich wurde jetzt gezwungen, dass ich heute probiere, weil ich schon die ganze Zeit sage, ich habe Hunger und es riecht so unglaublich gut. Deswegen habe ich die Ehre, das heute mal vorzuprobieren. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, hier mit einem Blatt, nachdem wir heute gelernt haben, dass man die mitessen darf, dass wir die mal vordippen. Also die Soße schmeckt schon mal richtig gut. Und die Blumenkohlblätter kann man sich so vorstellen, die schmecken tatsächlich ein bisschen nach einer Mischung aus Blumenkohl und Salat, finde ich. So, und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Reis und auch ein bisschen Blumenkohl. Boah, das schmeckt so geil. Blumenkohl schmeckt ja irgendwie zu fast allem. Und mit der Soße, die hat halt diesen klassischen Curry-Geschmack gepaart mit einer richtig guten Säure. Dadurch wird es irgendwie frisch, also mit der Tomate und der Zitrone. Ja, ich würde sagen, mache ich mal hier den Silmi-Spruch und sage, folgt uns gerne auf Instagram. Versucht es doch gerne mal nachzukochen. Es schmeckt wirklich unglaublich gut. Es ist vegan und gesund und einfach lecker. Genau, würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es ist so merkwürdig. Und wir hören uns. Tschüss. Njam, njam, njam.